Herzlich willkommen alle Freunde des Schnitzens. Ich bin auch wieder da mit einem weiteren Video. Und zwar durfte ich jetzt mal hier dieses Grabmal machen. Das habe ich nicht selber entworfen, sondern das entspricht so ein bisschen der Schrift des Verstorbenen, der nun leider auch schon zu früh von uns gegangen ist. Aber das habe ich jetzt mal angenommen und das so nachgemacht, wie das gewünscht war. Das zeige ich hier so ein bisschen und zeige dann noch im Verlauf des Videos, was ich hier so ein bisschen gerade mache und ja, warum es vielleicht auch nicht immer so gut klappt, hier ein Video hochzuladen. Das war eine schöne Schnitzarbeit und dieses Stück Holz wurde mir schon so gegeben und das sieht von hinten auch nicht so schön aus und ja, keine Ahnung, ob das heute modern ist oder ob das irgendwie besonders angesagt ist, jetzt irgendwie sowas shabby Schickes sich hinzustellen oder Unfertiges, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall möchten ja, die Auftraggeber das gerne so haben. Ist jetzt nicht mein Ding, also ich stehe da nicht ganz dahinter, aber die Gestaltung finde ich doch sehr schön und gerade wie das hier steht und jetzt kommt hier hinten Licht und ich habe hier auch von oben schönes Licht und ich sehe hier irgendwie einen schönen Schatten und das gefällt mir ziemlich gut hier. Auch mal so diese Gestaltung, ja, diese Holzgestaltung. Ich denke, da kann man was davon lernen, wie schön das eigentlich aussieht und auch, dass die Schrift sehr schmal ist. Und ich habe sie relativ tief reingestochen, aber es wirkt trotzdem ganz gut. Und vielleicht ist es ja ein Gestaltungsaspekten. Übrigens, ich habe so eine neue Hose mir mal gegönnt. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, und so von Gestaltungsaspekten ist das eigentlich eine schöne Sache geworden, finde ich. Also mir gefällt die Schrift gut. Das tut uns so ein bisschen dieses Zwanghafte irgendwie aufsprengen. Ja? Ich bin ja auch so einer, der es irgendwie gerne genau machen will. Und das hilft irgendwie mal so da rauszukommen. Ja. Es muss nicht alles 100% exakt sein. Gerade dieses Unperfekte gibt dem irgendwie Leben hier. Auch diese Außenkante, das ist alles nicht genau. Und also mir gefällt es jetzt richtig gut, wo das hier so steht. Ich möchte es eigentlich gar nicht hergeben. Hinten vielleicht nicht so, das würde ich schon noch wegmachen, aber es ist nicht gewünscht. Und ja, jetzt kann das draußen stehen. Wird eine gute Erinnerung sein und im Laufe der Zeit dann verwittern. Und irgendwann, wenn es dann ganz hinüber ist, ist dann auch so der Trauerprozess dann abgeschlossen und man kann dieses Grab dann auch aufgeben. Es soll tatsächlich auch auf dem Friedhof hingestellt werden. Gut, ich zeige jetzt, wie ich das hier geschnitzt habe und wünsche dir viel Spaß, vielleicht bei Anregungen und beim Nachahmen mit deinen Schnitzarbeiten. Ich werde die jetzt erst einmal hier ein bisschen noch schwärzen, weil man sieht das schlecht durch den Lichteinfall. Das kann auch helfen, wenn man mal das aufgezeichnet hat, um einzuschätzen, wie ja, kommt das mal raus, sitzt das auch an der richtigen Stelle. Die beiden Striche sind ja meistens ziemlich dünn. Da hat man schon mal die erste Möglichkeit, das zu überprüfen. So, wenn das jetzt manchmal im Widerspruch steht, vielleicht zu anderen Videos, die ich gemacht habe mit erhabener Schrift, wo ich sagte, das ist nun das Nonplusultra oder sowas in der Richtung. Ja, es gibt halt verschiedene Vorstellungen und Auffassungen und dieses Grabmal ist ja jetzt für jemanden bestellt und der möchte das eben gerne eingekerbt haben und das ist hier eben auch, ja, ich würde sagen, eine der besten Möglichkeiten, diese schlanke, schmale Schrift schön zu schnitzen. Weil wenn ich die umrande, könnte im Verwitterungsprozess eben doch schnell mal hier sowas wegplatzen. Gerade wenn die Faser so verläuft, kann hier mal so ein Steg schnell, also in Teilen wegbröseln durch Rissbildung und so weiter, die er nicht davor Halt machen wird, nur weil ich das jetzt schön schnitze. Und deshalb ist hier das Einkerben ganz gut und außerdem soll es auch einfach gehalten werden. Die Schrift ist ja jetzt schon relativ groß. Wenn ich hier mal messe, bin ich bei 7 cm. Diese Buchstaben sind sogar 8, knapp 8 cm. Die sind etwas kleiner, 5. Aber so ab 4 cm kann ich schon mal auf jeden Fall einen Geißfuß einsetzen. Ich nehme einen spitzwinkligen. Das ist jetzt hier dieser Pfeil-Geißfuß, Stich 12. Sonst würde ich einen Stich 41 nehmen, der eben so ein bisschen
schlankeren Winkel in dieser Schneidenstellung hat. Und wenn ich jetzt hier arbeite, muss ich natürlich immer aufpassen, schneide ich mit irgendeiner Flanke gegen die Faser, das lässt sich nicht vermeiden beim Material rausarbeiten. Und ich gehe auch nicht ganz bis nach außen, weil dieses langfaserige Holz hier bröselt doch manchmal ein bisschen. Außer meine Flanke schneidet jetzt wirklich mit der Faser und ich sehe, da entsteht eine scharfe, wirklich scharfe, saubere Kante. Dann kann ich auch mal bis außen rangehen. Wichtig ist es hier, nicht zu flach zu arbeiten. Ich weiß, das lässt sich dann schwer sauber schnitzen, aber das muss tief genug reingestochen werden, weil die Vorlage ist einfach so schmal und so filigran. Für diese Buchstaben könnte man gut und gerne die doppelte Breite nehmen. Dann wäre das natürlich fulminant, richtig schön eingekerbt. Da hat man wenig Probleme, das dann gut zu erkennen. Aber hier muss ich doch richtig schön tief reinarbeiten. Und daher nehme ich auch den spitzeren Geißfuß. Aber der dient mir eigentlich nur, um die Masse zu entfernen. So, dann habe ich hier bei dem S angefangen. Natürlich geht es bei dem A los. Aber das ist auch etwas schwieriger, weil ich muss ja hier das hier hoch verlängern. Und das wird also sehr filigran hier. Diese Spitze, die muss ich dann schön versuchen rauszustechen mit den Balleisen. Ja, Standardprozess. Sowas kommt immer wieder vor. Deshalb wiederhole ich es ja auch immer wieder. Und es sind Schnitzübungen, also das nicht verachten. Das lässt sich außerdem sehr schön mit Tischlerarbeiten kombinieren. Und wenn man vielleicht eine kleine Hobby-Tischlerwerkstatt hat, schreinermäßig was macht, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, wenn man jetzt hier Kenntnisse vom Schnitzen hat, vielleicht durch diesen Kanal, das mal auf einer Platte einzukerben. Ich gehe jetzt also mit dem Prinzip vor, dass ich dieses mit dem Geißfuß vorgeschnitzte, vorgestemmte nachsteche. Dann nehme ich hauptsächlich ein kleines Balleisen. Ich nehme so ein kleines, weil das sind ja Freihandzeichnungen, die auch der Handschrift des Verstorbenen ein bisschen nachempfunden sind. Und da habe ich manchmal so leichte Biegungen. Wenn ich ein kleines Eisen nehme, habe ich eine bessere Chance, diese leichten, dezenten Kurven zu erwischen. Und wenn das Eisen zu breit ist, tue ich die halt meistens dann wegarbeiten, diese kleinen Wellen und so. Und da muss ich halt ein bisschen darauf achten, dass die Linie stehen bleibt. Und dann schnitze ich auch mal so hier. Auch wenn das dann ein Geschnippel wird, besser ist es natürlich, klare, deutliche Schnitte zu machen oder Stiche. Aber das geht hier eben nicht immer und man muss sich daran arbeiten. Die Eiche ist eh ziemlich hart für dieses Kerbschnitzen und da muss ich erstmal ein bisschen vorarbeiten, nach meiner Auffassung, dass ich auch wirklich dann schön direkt nachschnitzen kann. Ich komme damit sehr gut klar. Die Besonderheit hier, worauf ich jetzt nochmal eingehen wollte, sind diese Ansätze. Also dem Auftraggeber gefällt das total gut, wenn das Rundungen sind. Und ich meine, man sieht es ja auch wirklich hier, dass hier entsprechend Rundungen sind. Also der Buchstabe ist jetzt nicht so klein, dass es nicht relevant ist. Das möchte ich damit sagen. Und deshalb nehme ich hier so einen Stich 9, 3 mm
und steche einfach mal oben diese Kante so ab, dass wenigstens der Ansatzpunkt schön gerundet da reingeht. Das muss ich ein bisschen geschickt machen, dass dann unten die Schnitte sich wieder zusammenführen, also so tendenziell von beiden Seiten oder so ein bisschen rumdrehen. Aber das ist wirklich mit Geschicklichkeit hier verbunden und es ist mir auch nicht immer 100% gelungen. Also man muss dann das mal ein bisschen üben. Der Span muss praktisch rausfallen, wie von allein, ohne dass ich jetzt viel nacharbeiten muss. Und dann tue ich diese Übergänge mit so einem Stich 2 5 mm ein bisschen nachstechen. Der ist einfach so klein und flexibel einsetzbar, fast wie ein Balleisen. Aber ich kann über diese, da entsteht so eine leichte Erhöhung durch diesen Hohlschnitt und den Übergang, den muss ich halt hinbekommen. Dann nehme ich dann diesen Stich 2 5 mm und dann kann ich praktisch wieder mit meinem Balleisen hier weiterschnitzen. Das empfiehlt es sich dann sehr schön scharf zu halten, weil man das direkte Stichbild braucht hier und dass auch die Kanten wirklich scharf erscheinen. Man sieht schon, das kann ich dann wirklich flott nachschnitzen. Hier muss ich immer aufpassen, bei diesen kleinen Pyramiden oder ja, keilförmigen plastischen Erhebungen, dass ich da zart ranarbeite, also nicht so doll drücke wie jetzt. Ich habe schon ein bisschen zu doll gedrückt fast, weil die Phase ist ja so, in dieser Richtung verläuft die und dann kann das hier in der Mitte einfach wegbrechen. Ja? Wenn ich da mal falsch ranarbeite, auch wenn ich mit dem Geißfuß quer zur Phase schneide, kann das einfach mit weggehen, dass ich das wie wegschiebe, wenn das Eisen nicht mehr scharf genug ist. Dann nehme ich dann kleine scharfe Eisen, schnippel mich halt da ein bisschen ran. Die Ecke, das wird immer was Unschönes bleiben hier. Damit haben natürlich die Anfänger immer zu kämpfen. Und wenn man es schon oft gemacht hat, dann hält es eben auf, wenn man hier nicht so richtig schön schnell arbeiten kann, sondern immer Schnitt für Schnitt. Mir geht es jedenfalls so, vielleicht hast du noch eine Technik, es noch schneller zu machen. Schreib es mir gerne auf in die Kommentare. Ist ja wie beim Schnitzen einer Figur. Wenn ich da klassische Proportionen zeigen will, muss das alles aufeinander abgestimmt sein. Und hier ist es auch wie beim Konstruieren einer Zeichnung oder eines Möbels, was auch immer ich da hernehme. Das folgt einer Logik und deshalb muss ich auch hier diese Spitze ergeben, die wirklich hier bis hier hochläuft. Und das Schwierige ist, das dann eben zu verarbeiten in dieser Rundung. Und da nehme ich dann auch nochmal so einen Stich 11, 2,5 mm oder könnte auch 2 mm nehmen, dass ich nochmal mehr da unten rankomme. Aber das ist, wie gesagt, das ist schwer zu machen, weil nach unten hin wird es ja wirklich spitz. Ja? Das heißt, die Ecken des Eisens müssen eigentlich auch ein bisschen zurückgeschliffen sein, dass die Schneide ein bisschen vorsteht. Auch hier, das ist wirklich nicht so schön zu machen. Und dann schneide ich halt einfach im unteren Bereich dieses Hohlschnittes dann einfach nochmal eine Kerbe rein. Das kann ich auch mit dem Schnitzmesser machen, dass man wenigstens die Illusion hat, dass hier ein scharfer Schnitt in die Tiefe läuft. So, und das kann ich dann auch nochmal hier mit dem hier nachstechen. Ja, da werde ich noch ein bisschen
weiterarbeiten müssen hier, dass es wirklich sauber ist. Ist noch nicht ganz vollendet, aber dass man mal das Prinzip versteht und erkennt. Ich gehe dann hier nochmal mit dem Schnitzmesser unten rein und er hebt sich nochmal wie so ein Minispan ab, was man hier sieht. Das heißt, ich habe wirklich von beiden Seiten in der Ecke unten nochmal was weggeschnitten. Es ist wichtig, halt diesen Mittelriss zu markieren. Und man kann das einerseits erreichen, wenn man wirklich sehr schlanke, scharfe Eisen hat beim Reinstechen, dass sich das schon sehr exakt abbildet. Also wenn man die Zeit hat, kann man das so machen. Ich tue das aber hier einfach nochmal so nachziehen. Dann habe ich eine gewisse Schnelligkeit, dass ich alles schön rausgearbeitet habe. Ich habe auch so eine Standard-Sauberkeit und dieser kleine Riss vermittelt mir sogar nochmal wie so eine wirklich exakte Schnitzleistung und minimale kleine Späne kann ich so nochmal entfernen. So ein kleiner Trick mit dem Schnitzmesser. Aber das muss natürlich sitzen, ja. Ich darf da auch nicht zu tief reinstechen, also sehr wenig nur Druck ausüben. Gerade in der Linde, ich da jetzt aufpassen. Dass man da nicht noch mehr Schaden anrichtet. Hier ist der Rand nicht ganz genau und nicht richtig scharf. So, okay. Und dann kann man hier drüber nochmal schleifen oder wegradieren, je nachdem, was es werden soll. Hier radiere ich einfach nur, dann kann das draußen verwittern, das soll auch so bleiben. Also das muss jetzt nicht noch viel schöner werden. Das ist ja nur für die Außenansicht. Genau, so habe ich das jetzt mal durchgeführt. Mit diesen Rundungen hier im Ansatz. Hier ist jetzt mein Projekt, was mich so ein bisschen abhält, hier viel zu machen auf YouTube und so. Denn dieser Christus, den möchte ich eigentlich bis Himmelfahrt gerne abliefern. Mal sehen, ob wir das so
hinbekomme, also ich mit dem Auftraggeber, ob ich ihm das dann wirklich übergeben kann. Wäre natürlich schön, wenn das so klappt, aber ja, da hängt immer so viel Herzblut dran und dann macht man es halt doch irgendwie noch genauer. Und hier habe ich jetzt gerade den Arbeitsschritt so weit, dass ich eben diese Arme angesetzt habe. Ich habe ja schon mal hier so ein Video gemacht, Christus-Schrauben einfach selber herstellen. Also das kann ich nur empfehlen, sich das anzuschauen und nachzumachen. Wenn man so ein paar Werkzeuge zu Hause hat, wird man das hinbekommen mit einfachem Geschick. Also das ist jetzt aus meiner Sicht nicht, wer weiß wie schwierig. Und hier hinten, da steht jetzt sogar noch das Modell, das habe ich ja schon mal vor längerer Zeit mal modelliert. Und hier unten, das ist jetzt nicht mehr richtig, aber hier oben an dem Gesicht habe ich nochmal gearbeitet. Man wird es jetzt wahrscheinlich nicht so gut sehen, aber wir haben nochmal den Schrei verändert und der hat jetzt auch noch so ein bisschen Bart und da habe ich nochmal richtig irgendwie was rausgeholt. Also für mich war das jetzt irgendwie der Erkenntnisprozess und das will ich versuchen bei ihm auch noch weiter einzuarbeiten. Und natürlich werden diese Arme jetzt auch noch schön ausgeformt und sie sollten eben auch noch ein bisschen massiver werden und hier die Fäuste besser rauskommen, weil es geht hier um den gestalterischen Aspekt, dass er will wirklich an dieses Kreuz, ja, und er will wirklich diesen Weg gehen. Das ist sozusagen seine Herzensentscheidung und also, dass er nicht als total schwacher dargestellt ist, sondern eben als der Starke. Das ist so auch so ein bisschen dieser theologische Hintergrund, was jetzt der auftraggebenden Person total wichtig ist, dass das so rauskommt und deshalb soll er auch sehr muskulös, so ein bisschen wirklich hyperbolisch, sagt man ja, hochgestochen, so in dieser Bildhauersprache vielleicht. Also das so übersteigert ist ja so gewisse Formen. Natürlich könnte man das auch mit der Bewegung noch machen, aber das kommt ja auch in gewisser Weise raus, dass der Kopf schon so ein bisschen gedreht ist, dieses Bein hier vorgeht und man hat so also leicht angedeutete Schwünge und Kurven drin. Das will ich aber nicht übertreiben, dass er noch eine gewisse Ruhe trotzdem noch verbleibt und man das gut anschauen kann. Und ich wollte ihn ja eigentlich noch größer machen, aber das ging am Ende nicht, weil das soll ja in der Wohnung auch noch wirken und da reinpassen und der wirkt schon ziemlich groß und wenn er dann mal hingestellt wird, dann wird das Kreuz noch 1,20 Meter groß und das muss man dann noch auf eine Kommode hinstellen können oder eventuell auch mal an eine Wand hängen können. Also von daher kann ich ihn nicht viel größer machen. Wenn es in der Kirche wäre, klar, dann hätte man hier 1 Meter oder 1,50 Meter machen können. Aber das ist nicht so gegeben, sondern das soll eben auch noch privat zum Aufstellen gedacht sein, dass man das in einem Haus, in der Wohnung aufstellen kann. Genau. Und diese Methode hier mit dem Hinstellen, also das finde ich auch sehr schön übrigens. Das werde ich mir irgendwie im Gedächtnis behalten mit diesem Sockel hier, dass man das so hinstellen kann, dieses Kreuz. Das gefällt mir sehr, sehr gut, auch für das Arbeiten hier. Ich habe hier einfach so eine Schnur rüber gespannt, dass ich die Mittellinie, den Mittelriss markieren kann. Das ist ja so eine Angelschnur, die fällt auch nicht besonders auf und ich sehe den Rest noch ziemlich gut. Da geht es einfach nur um die Mittelachse. Ich habe das ja sogar bei kleinen Figuren gemacht, immer so schön den Mittelriss erstmal aufgezeichnet. Genau, da bin ich dran und dazu gibt es auch nochmal ein extra Video. Du kannst ja gerne unten reinschreiben, vielleicht so für mich als Orientierung, willst du lieber ein kurzes Video, wie das entsteht und willst du das irgendwie gerne anschauen oder möchtest du ein ausführliches Labervideo? Das gucken nämlich weniger Leute, also wahrscheinlich werde ich wieder beide Versionen hochladen, einfach ja, um mehr Zuschauer auch zu gewinnen. Ich weiß, ich mache hier viel Arbeit, aber viele gucken das gar nicht komplett an oder bis zum Ende oder generell. Also das ist natürlich auch ein bisschen frustrierend. Von daher gerne auch mal auf den Abonnieren-Knopf klicken oder hier weiterschauen, alte Videos durchforsten, was ich so gemacht habe und es nochmal anschauen. Mir geben immer wieder viele Leute Feedback, die hierher kommen, mal mich besuchen, hier einen Kurs machen oder so. Und das ist schon sehr ermutigend. Von daher kann ich nur empfehlen, auch diese ganze Fülle von Informationen und Material sich vielleicht nochmal genauer anzuschauen. Und da wirst du irgendwie immer wieder Nuggets finden hier auf diesem Kanal in den alten Videos auch, die vielleicht filmerisch nicht die Qualität haben oder immer wieder, klar gibt es da Probleme, Ton oder Bild, aber so der Kerngedanke und die Anregungen und die Ideen, ich denke, da kannst du viel mitnehmen. Ja, hier
bin ich jetzt also dran und das hält mich gerade schön auf. Und es ist so, aber auch irgendwie eine Leidenschaft, ja. Also es macht ja auch Spaß. Von daher, coole Sache, der Christus. Und natürlich auch so dieser religiöse Hintergrund, ne? Dass man nicht nur an irgendwie komischen Dingen arbeitet, die keine richtige Substanz haben. Das hat ja schon irgendwie so einen richtigen Hintergrund. Und ja, es ist ja auch irgendwie sowas was Höheres, ne? Was Göttliches. Sehe ich hier oben die Lampe gerade. Also das stimmt mich dann so richtig ein, jeden Tag hier dran zu bleiben. Okay, gut. Dann würde ich sagen, ich gehe mal kurz dann rüber zur nächsten Station, was mich gerade auch noch abhält. Das ist nämlich dann der Ofen. Und ja, das ist vielleicht jetzt noch so das Special und zum Abschluss der Ofen, der da drüben steht. Da baue ich nämlich gerade dran rum. So, liebe Freunde, jetzt bin ich hier vor meinem Ofen. Das ist also ein Keramikbrennofen. Und das Besondere, dieses Teil ist wirklich ziemlich groß. Man sieht ja mich hier als relativ großen Menschen daneben sitzen. Und also wenn ich jetzt hier so meinen Kopf da reinstecke oder mich als Person, da passe ich sozusagen ungefähr so bis hierhin da rein. Und das ist auch so das Ziel, dass man da wirklich eine schöne, große, ja, tolle Büste da reinschieben kann, den Ofen anmacht, das Ding brennt und dann hat man da einen schönen, ja, Keramik-bildhauerischen Körper. Das ist so der Gedanke dahinter. Ich weiß nicht, ob ihr Philip Farad kennt oder ich weiß nicht, wie man ihn genau ausspricht. Er hat einen super krassen YouTube-Kanal, könnt ihr ja mal suchen. Der modelliert halt so mit Ton und dann ab in den Ofen und ist einfach nur geil, ja. Also muss ich genauso sagen. Und das ist so ein bisschen auch Gedanke dahinter. Ich habe ja hier schon mal Mesut Özil modelliert oder Manuel Neuer und so ein paar kleine Bergleute und sowas. Und also dafür ist der Ofen da. Das ist so für mich so privat so ein Projekt. Und ich habe auch ein Buch von Bernini, also natürlich aus neuzeitlicher Sicht, über seine Modelle, die er so modelliert hat. Bernini, ja, dieser absolute Barockmeister, der in Rom tätig war, die Villa Borghese, ne? Ein absolut perfekter Bildhauer, also der wirklich das angestrebt hat und ist ja auch gesund und gut, der wirklich diese Perfektion zu suchen und also ich finde das einfach nur klasse und es ging eben immer los mit den Modellen, ja, ich habe ja auch den Christus hier im Bild gehabt, dieses modellierte Plastilin-Modell, was ich jetzt nochmal verändert habe, was mir einfach hilft, dann auf die eigentliche Arbeit zu gehen und also dafür hätte ich gern diesen Ofen, aber ich werde den niemals komplett auslasten können, weil das ist ja ein Gerät für Profi-Töpfer und von daher suche ich mir hier noch eine Untermieterin vermutlich oder ein Untermieter, ist mir letztendlich egal und ich verlege jetzt hier praktisch in diesem Raum Starkstrom, wir haben da hinten ich weiß nicht, wie man es genau bezeichnet, 5x6 irgendwas, also ein ziemlich dickes Kabel mit breitem Querschnitt, wo wir einen richtig dicken Widerstand anschließen können, denn dieses Ding hier hat 14 kW und 21 Ampere und es gibt auch noch Öfen mit 32 Ampere. Und das wird man dann hier auch mal anschließen können, falls dieser Ofen mal kaputt ist, denn der ist schon ganz schön alt. Ist ein Naber-Ofen, die Firma heißt heute Nabertherm aus Bremen. Die machen super Industrieöfen, so für Keramiker, Töpfer. Und ich wollte schon immer sowas haben. Ja, es war so ein großer Traum von mir, mal endlich so einen Ofen zu haben. Und den habe ich mir jetzt mal gekauft bei Kleinanzeigen. Also relativ günstig bekommen, aber das nächste Problem, was mich eben auch weiter auffällt, diese Heizwendel hier. Man sieht es schon, ist jetzt gebrochen, ne, hier. Das ist so spröde, das Material. Das bricht da einfach durch. Und dieser Draht ist eben ein Verschleißteil, ja. Die brechen, da ist irgendwie Aluminium drin, das oxidiert und dann irgendwann bricht das durch. Und wie man hier aber sieht, das ist alles miteinander verbunden. Diese ganze Tür ist praktisch eine Heizwendel und wenn irgendwo eine Stelle durchgebrochen ist, muss ich alles austauschen. Und das war hier eben der Fall, dass einige Drähte durchgebrochen sind und das heißt, ich darf mir jetzt eine komplett neue Packung, einen neuen Satz Heizwände besorgen und alle, die Töpfern, wissen, was das kostet. Also das geht richtig ins Geld und das ist richtig teuer. Aber gut, ich will es ja unbedingt haben und
Das war auch klar, dass ich hier irgendwas machen muss. Und dann müssen wir das Steuergerät neu machen. Also ich habe hier einen super Elektriker, Herr Henschel. Herzliche Grüße. Ich weiß nicht, ob Sie das schauen. Vermutlich nicht, aber das ist der beste Elektriker hier in Hohenschönhausen. Genau, und also hier sind überall noch Dinge zu reparieren und Ersatzteile bestellt. Genau, und damit bin ich jetzt also beschäftigt. Und der sitzt jetzt hier noch auf der Palette, der muss noch hochgehoben werden mit einem Hochhubwagen und dann noch auf sein Gestell gesetzt werden und dann eben alles angeschlossen. Und ja, hoffen, dass das dann richtig gut läuft. Ja, das ist so das Projekt, woran ich gerade bin. Und genau, dann können wir ja mache ich nochmal einen Schwenk hier rüber. Die Büste habe ich ja fertig gegossen. Das wird dann kopiert. Das ist dann das nächste Projekt. Wahrscheinlich dann irgendwann im Sommer geht das los. Und ja, jetzt zeige ich nochmal kurz im Raum hier meine Verdrahtungsgeschichte. Hier stehen also die Büsten, die ich abgegossen habe. Und die eine hier, die ist irgendwie schöner geworden, weil sie doch beim Gießen ist sie irgendwie schlanker rausgekommen, weil ich die hohl gegossen habe. Das sieht man jetzt natürlich nicht ganz so gut. Die ist irgendwie viel, viel gefälliger, haben mir auch andere Leute so als Feedback gesagt. Und von daher werde ich dann wahrscheinlich die linke wirklich in den Stein kopieren. Hier habe ich jetzt wirklich mal so einen Keramikkopf. Der ist natürlich noch nicht gebrannt, aber der ist jetzt getrocknet. Den könnte ich jetzt in den Ofen reinstellen. Der ist auch innen hohl. Davon habe ich ja den Abguss gemacht, habe das dann ausgehöhlert. Und das könnte man jetzt sofort brennen. Und das soll eben das Ziel sein, dass man solche Köpfe oder ja Modelle und verschiedenste Skulpturen einfach im Ofen brennen kann. Ich mag sowas und will das da gerne nutzen in Zukunft. Und sicherlich werde ich dann auch hier die ein oder andere Arbeit, die daraus entsteht, nochmal ausführlich zeigen. So, hier liegt jetzt die 32 Ampere Steckdose und da kommt ein dickes Kabel aus der Wand, das haben wir eben über die Decke verlegt und ich habe da oben in den Schächten unter der Decke noch sogar so Ratten und Tiere entdeckt, die da leben, habe da eine Falle aufgestellt, habe die auch erstmal gefangen, dass die mir nicht die Kabel anfrisst. Und hier habe ich jetzt praktisch schon mal angefangen zu verlegen, da geht eben Licht hoch und das wird hier oben verteilt und dass das dann praktisch da mal zum Zählerkasten kommt, das wird der Elektriker alles schön anschließen. Ich habe hier diese Kabelkanäle im ganzen Raum verlegt und da kann ich jetzt natürlich nicht alles so zeigen. Den Raum praktisch neu aufgesetzt, um das gleich nochmal mit zu nutzen. Ja, das sind so gerade meine Projekte, wo ich dran bin. Hier habe ich jetzt zum Beispiel Starkstrom noch hingelegt und mehrere Steckdosen. Und hier geht es dann eben weiter mit den Kabelkanälen und das sind halt alles so Sachen, da habe ich also 2-3 Tage hier wirklich in diesem Raum rumgemehrt und geht ja dann auch hier entsprechend nochmal hier oben weiter. Wenn man hier jetzt auch sieht, da habe ich noch eine Möglichkeit Licht zu schalten für den Elektriker, der das nochmal professionell überprüfen wird und anschließen wird. Alles beschriftet und hier hinten dann nochmal runter. Ich bin auch gespannt, was er sagen wird, denn das habe ich zum ersten Mal selber gemacht und irgendwann muss ich es ja auch mal lernen. So, das war's jetzt hier aus dem Raum mit dem Ofen, wo ich also gerade noch am Tüfteln bin. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir hier gerne einen Daumen nach oben, like das gerne, teile das vielleicht gerne mit anderen, die Schrift schnitzen und ja, nimm da gerne Anregungen mit, nimm es gerne raus, was dir gefällt und schreib es auch in die Kommentare, wenn es dich weiterbringt. Teile das gerne mit anderen Schnitzkollegen oder empfehle es ihnen oder auch andere Inhalte, die ich hier gezeigt habe. Und wenn du sagst, du findest das irgendwie gut und du möchtest mich gern unterstützen, ich blende hier nochmal meinen PayPal-Account ein. Da kannst du mich auch gerne finanziell unterstützen. Du weißt, das Ganze kostet Geld. Ich brauche auch immer wieder Finanzspritzen, um solche Projekte zu verwirklichen. Und irgendwann steht ja auch noch mein Umzug Richtung Brandenburg an. Aber das wird weiter hier in Betrieb natürlich bleiben. Also das bleibt hier zu 100% stehen. Und da werde ich dann meine Sachen hier brennen, weil das da natürlich in der Holzwerkstatt auch nicht so gut ist, dann dort irgendwelche Köpfe zu brennen oder so. Von daher bleibt das hier auf jeden Fall bestehen und werde dann hier das mit jemand gemeinschaftlich nutzen. Wenn du aber sagst, du möchtest mich hier gerne unterstützen, freue ich mich natürlich auch
Und wenn du das aber nur so konsumierst, dann fühl dich völlig frei. Und ich wünsche dir viel Freude mit deinen Schnitzarbeiten und woran du gerade bist. Vielleicht hast du ja auch so ein gerade chaotisches Projekt oder musst irgendwas umbauen oder fertig bekommen. Alles Gute für das, woran du gerade bist. Bis zum Wiedersehen. Mach's gut und